The world was full of wonder. Abracadabra. Oder so. True Basel Review. Onward von Disney Pixar mit der Stimme von Tom Holland, dem Chris Pratt, der Julie Louis-Dreyfus Yet I'm careful not to look away. und der Octavia Spencer in den Hauptrollen oder in grösseren Nebenrollen. Der neueste Pixar-Film nach Toy Story 4 erzählt die Geschichte von zwei Elfenbrüdern. Richtig, Elfenbrüder. Der Film spielt in einer Magiewelt, wo auch Magie immer praktiziert worden ist. Wir haben Elfen, Zauberer, Orks, whatever, Drachen und Magie, Quests. Und irgendwann, weil das Ganze halt nicht unbedingt einfach ist zu lernen, hat dann auch die Elektrizität, Gas, Dampf und so Einzug gehalten, was dazu geführt hat, dass sich das Ganze in ein Technologiezeitalter entwickelt hat und Magie immer weiter an den Rand geschoben, bis fast vergessen worden ist. Da haben wir dann unsere zwei Brüder ins Spiel. Da war ein Chris Pratt, geschwätzter Barley, der noch an das Ganze glaubt. Er ist so der Nerd. Er spielt auch so Dungeons and Dragons Spiel und glaubt dabei an ihre historische Korrektheit. Während der von Tom Holland geschwätzte Ian eher der Schüchere ist, zurückgezogen ist, wo im Vater trauert, wo gestorben ist, bevor er an sich geboren ist. Aber er hat ein Geburtstagsgeschenk vorbereitet für seine Kinder, ab dann, wenn beide 16 sind. Das war ein Zaubertrick mit Zauberstab, um den Vater noch einmal für einen Tag retour zu holen. Nur geht das schief und sie haben nur einen halben Papi von den Hüften abwärts bis zu den Füßen. Der hört nichts, der sieht nichts, das sind einfach ein paar Beine, die in der Gegend umeinander laufen. Also besteht ihre Aufgabe jetzt hier drin, ihren Vater ganz zurückzuholen, bevor er wieder ganz verschwindet. Das bringt sie zu verschiedenen Abenteuern und Quests in einer Welt, die unsere nicht unähnlich ist und trotzdem ganz anders daherkommt. Und dort liegen dann auch die kleinen, feinen Pixar-Jokes drin, die sie wieder mal sehr schön eingestreut haben und auch wunderbar funktionieren. Da kann man jetzt gar nichts dagegen sagen. Ich bin nach dem Trailer grundsätzlich nicht mit wahnsinnig großen Erwartungen in den Film gegangen, weil das ganze Fantasy ist nicht unbedingt meine Welt. Das war genau der Bereich, wo der Film mit mir null connecten konnte. Ich hatte die verschiedenen Momente, ich hatte die verschiedenen Jokes drin. Ein Film, der keine Sekunde langweilig ist, der gut unterhaltet, auch so eine typische Kraft drin hat, wie es eben nur Pixar ankriegt. Aber trotzdem, an mir ist er ein bisschen kälter dran vorbei. Wenn du allerdings effektiv so in diesem Fantasy-Bereich stehst, ich mag ja auch Game of Thrones überhaupt nicht, wenn du so in diesem Bereich bist, Dungeons and Dragons, Zauberer, Hexen, Herr der Ringe, was auch immer, dann bist du in diesem Film wahrscheinlich wahnsinnig gut aufgehoben und findest vielleicht sogar den Film, der dir so richtig ans Herz wächst. Es ist ein Vater-Sohn-Film und es ist ein Brüder-Film. Und er funktioniert in beiden Ebenen eigentlich relativ gut. Er ist ein bisschen konfuser aufgebaut als andere Pixar-Filme. Also er läuft nicht so von Beginn an mit seinen Storypunkten, wenn Toy Story die Spielsachen lebendig werden, wenn kein Mensch anschaut und wenn sie wieder zusammenkommen, wenn sie wach werden. So die simplen Mechaniken, die Pixar normalerweise hat, sind hier nicht ganz so simpel. Sie bauen hier doch ein bisschen grössere Welt auf und es braucht einen Moment länger, bis das Ganze richtig greift. Aber ab der Mitte ist das eigentlich gar kein Problem und schaukelt sich so ziemlich gut auf den Schluss zu, wo dann wieder so ein typischer Pixar-Hammer ist. Pixar weiss einfach, wie man Geschichten erzählt und was natürlich noch viel wichtiger ist, auch wie man sie inszeniert. Das ist wieder mal von Pixar ein Meisterwerk. Sie bekommen es an und das ist in diesem Film wie in Toy Story schon relativ drastisch. Wir haben an sich so Cartoon-Charaktere, die in einer fast echten Welt interagieren. Also alles im Hintergrund oder auch Fahrzeuge, Gebäude, die sehen mittlerweile so dermaßen fotorealistisch aus, dass wir uns da wirklich langsam aber sicher in einen neuen Bereich werden uns bewegen. Als Fazit zum Schluss muss ich sagen, der Film ist wahnsinnig gut, er ist sehr witzig, er ist sehr berührend. Ist nicht unbedingt das, was mich so trifft. Also ich habe jetzt beim Coco oder beim Oben sind meine stärkeren Pixar-Auswahlen, aber das sollte im Film überhaupt nicht abtun. Typisch Pixar im oberen Bereich unterwegs und je nach Geschmack tut er sich halt dann höher oder bis weniger hoch einreihen. Rein technisch kann man überhaupt nicht sagen,
Hier ist das ein Brett. Wirklich rundum gelungen. Ein Spass für die ganze Familie, für die Großen, wie auch die Kleinen. Gerade im Original mit dem Tom Holland und dem Chris Pratt. Auch wirklich sehr stark gesprochen. Sie verleihen diesen Brüdern auch eine gewisse Art Persönlichkeit, wie es halt eben für so Filme auch wichtig ist, damit sie irgendwie können beim Publikum landen. True Basel geht Onward 8 von 10 Punkten. Ein wirklich starker Film, der bei mir jetzt nicht so stark angekommen ist wie andere Pixar-Filme, aber das bedeutet nicht, dass ich ihm eine Wertung entschlagen kann, die wirklich im oberen Drittel sich befindet. Wenn du jetzt Onward auch schon gesehen hast und gleich oder vielleicht ganz anderer Meinung bist, hinterlasse mir doch einen Kommentar, like mein Video, wenn es dir dann gefallen hat, oder noch besser, abonniere mich gerade, damit ihr auch keins von den kommenden Videos mehr verpasst. Vielen Dank fürs Hineinschauen, ich wünsche euch viel Spaß im Kino, hoffe bis zum nächsten Mal, ciao zusammen. And you're... Oh no.